Audax Randonneurs Alemannia. Das 600 Kilometer Brevet zum Legoland Billund. Das ist nun der dritte Teil. Wir fahren also weiter von Jelsminde Richtung Legoland und dann zum nördlichsten Punkt nach Olgert. Fahren nun langsam Richtung Nordwest, immer mehr dem Wind entgegen, der immer weiter zunehmen wird. Tja, und das Liegerad da hinten. Wir gingen die ganze Zeit hoch. Dann dürfte es jetzt ja schön bergab gehen. Und fahren nun in kleiner Gruppe zusammen mit einem Liegefahrrad durch ein erwachendes Dänemark, ganz verschlafen, am Samstagmorgen. Es geht mal in eine größere Stadt, nach Kolding. Das ist nun Kolding. Haben wir so 4:30 Uhr, 220 Kilometer. Und da ist schon die Tankstelle. Für eine kleine Rast, wenn sie aufhat. Aber ich glaube, die Cycles, die sind immer auf. Die ersten beiden Kontrollpunkte waren ja direkt am Meer, ohne Möglichkeit, irgendwas einzukaufen. Und für mich gab es Nudeln mit Pesto aus der Tüte. At night, yeah. 8 o'clock at night, and now it's 200 kilometer. yeah 5 o'clock, right? That is Ja. 6 timer. Ja, Nej, 8. det er 10 timer. Ja, Die beiden Dänen sind völlig aus dem Häuschen. Als wir denen erzählt haben, wir fahren von Kiel nach Billund zum Legoland und wieder zurück. Also, ja. That's fucking Das ist crazy. genau fucking crazy. This is from Ja, der hat bestimmt noch eine schlaflose Nacht, das hat er noch nicht gehört vorher. Dass es Leute gibt, die dann sowas machen. Der hat dann immer seine Freundin zugeholt und sagte, ja Mensch, das müsst ihr euch mal anhören, was die da machen. Oh, jetzt sind wir hier. Also wir haben einmal schön gegessen und Wasser aufgefüllt. Und da ist es warm fahren. Ein Dreiergrüppchen. Das passt ja. Wachsen wir wieder ein bisschen. Ja, wir stehen gerade auf der Fohlen 3 entlang. Aber sie werden mir persönlich nicht gut tun. Die fahren nämlich ziemlich straffes Tempo. Boah. Eieiei. Jetzt ist es aber bös kalt.
5:30 Uhr. Also ich habe versucht, bei denen dran zu bleiben. Die 3 hatten sich an die Spitze der Gruppe gesetzt und sind noch schneller gefahren, als die Gruppe vorher gefahren ist. Und dann habe ich sie irgendwann ziehen lassen. Das Tempo war mir zu hoch. Nun sind wir nur noch zu zweit. Die anderen waren uns einfach zu schnell. Und dann gucken wir die Sonne an. So langsam wärmt sie. Und sind ein paar wenige Kilometer vom Legoland von Billund entfernt. Ja, mal gucken. Und dann aber noch ein paar Kilometer bis zum CP3. Und dann geht es gegen den Wind Richtung Nordsee nach Esbjerg. Ja. Und ich bin schön nass, innen drin nass geschwitzt. Die Kleidung ist also gerade hier, das ist alles feucht. Bis eher nass wahrscheinlich. Aber das wird nachher trocknen. Also wir haben noch nicht mal die Hälfte und ich bin schon ziemlich erledigt. Brauche also irgendwie ein bisschen Pause, Regeneration. Aber erstmal geht's nach Billund. So, Billund und Legoland 2 Kilometer. Und da sind wir nun ganz alleine angekommen. Sonst war ich ja in einer größeren Gruppe da. Nun gibt's da so ein Highlight-Foto, halt mal ganz allein. So, an einem Samstag ist aber noch zu früh. Ist hier Totenstille. Und dann geht's ja einmal durch. Die später kommen, bestimmt amüsant, wenn da Riesenmengen von Menschen sind, die da alle rein wollen und man dann da lang fährt durch die ganzen Menschenmengen. Aber nun dreht auch auf frontal der Wind. Bis Esbjerg kommt er jetzt schräg von vorn. Und so geht's für mich bis zum nächsten Kontrollpunkt komplett alleine weiter. Mit stark reduziertem Tempo. Und das Legoland Hotel. Alles voll, die schlafen noch alle. Also so richtig gemütlich ist das diesmal nicht. Bewölkt, kühl und ja, fieser Wind hier. Und die Gruppe habe ich ja ziehen lassen, also seit Legoland fahre ich jetzt alleine. Und es hat auch keiner aufgeholt, das wundert mich. Ich werde gleich mal gucken, ob ich sehen kann, wo die anderen sind. Also ich tippe mal, ein Drittel ist vielleicht vor mir und 2 Drittel hinter mir. Ich dachte, die kommen hier irgendwann mal vorbei. Ja, also auf nach Olgert. Das CP3. Und da werde ich dann was frühstücken. Da gibt es dann Reisrollen. Und dann geht es nach Esbjerg. Sind also jetzt am nördlichsten Punkt des ganzen Tracks. Kontrolle Nummer 3. Wieder eine Cycle. Oh, da ist sogar ein Rad da. Aber es ist kein Rennrad. Nee. Doch, einer ist da. Ich würde gerne noch hier. Ich hätte gedacht, der ist schon lange weiter. Der brauchte wohl auch eine Pause. Also erstmal wieder eine Unterschrift holen. Stempel kannten die nicht. Okay, thank you. Haben wir so nun kurz vor 9, sind bei knapp 300 Kilometer. Was für Essen, nämlich Reis und Wasabi mit Sojasauce. Und ich werde eine wirklich lange Pause machen.
Eine Stunde werde ich jetzt hier verbringen. War so schön gemütlich. Man konnte ein bisschen was essen. Dann kamen nach und nach andere Fahrer. Haben uns unterhalten. Und es wurden immer mehr. Nun gibt es erstmal Reisrolle mit Wasabi und Sojasauce. Naja, muss der sein. Da kommt der nächste Radfahrer rein. Lars, mit ihm werde ich jetzt längere Zeit fahren. Nochmal ein Blick auf die Karte. Also wie sieht das denn jetzt aus? Hauptsächlich der Wind ist ja interessant. Also jetzt geht es nach Esbjerg. Jetzt haben wir den mehr von der Seite als von vorne. Aber wir haben jetzt schon 40 Stundenkilometer Wind. Ja, das ist, mal gucken, wie das wird dann nachher. Der wird dann nachher noch mehr. Ich muss zusehen, dass ich nach Esbjerg komme. Um 10. Dann ist er... Und dreht weiter hoch bis 50 Stundenkilometer später, also... Und dann kommt dann nachher so ein bisschen von der Seite, von hinten meine ich, Seite ein bisschen von hinten. Ja, aber zumindest nicht mal von vorne. Denn das ist echt anstrengend, so ganz alleine. Ja, Temperatur ist, finde ich, auch ziemlich kalt, also... Wir sind 15 Grad. Kann ich ja fast nicht glauben. Das fühlt sich echt kühler an. Und es wird auch nicht groß wärmer. Ich werde für den Rest der Tour auch das anbehalten, was ich in der Nacht anhatte. Also das war für mich empfunden wirklich kühl. Erst nachher am späten Nachmittag kommt die Sonne, es wird ein bisschen wärmer. So eine super lange Pause gemacht hier. Gefühlt über eine Stunde. Gegessen. Und sind einige nachgekommen. Die wollten aber erstmal zum Bäcker und so fahren wir dann zu dritt erstmal weiter. Start zur Etappe 4. Nun ein ganz kurzer Schlag nach Esbjerg mit knapp 40 Kilometern. Und der Wind ist jetzt von der Seite zum Glück. Aber Windschatten kriegen wir auch nicht hin, hier zu fahren. Also, den sucht man vergebens. Und so fahren wir sehr oft in so einer Vogelformation, so seitlich nebeneinander, um so einen kleinen Tick Windschatten zu suchen. Aber sie, neben der ich da fahre, die hat auch keinen Windschatten gegeben. Die war einfach zu flach auf ihrem Rad und sowieso nicht so groß. Und so geht's mit ordentlich Wind von vorn Richtung Esbjerg in einer kleinen Vierergruppe. Jo, das ist schön anstrengend. Größte Stadt jetzt hier vor Esbjerg ist Varde. Da fahren wir gleich durch. Nun haben wir mal schön Windschutz hier. Also, Varde. Viertel vor 11 bei 320 Kilometer. So, ruhig rein hier. Scheiße. Der hier, ne? Und dann
dann hier lang. Oh, da steht schon Esbjerg, 18. An den Windrädern sieht man schon, das ist jetzt ein bisschen achterlicher. Naja, wenn man noch von der Seite, wird sich dann aber gleich ändern. Zum Glück. Nun geht es langsam rein nach Esbjerg. Und dann werden wir die weißen Statuen sehen, die riesengroß da am Strand stehen und aufs Wasser rausschauen. Und dann geht es wieder zur Tanke und dann gibt es einen langen Schlag bis zum Pizzaautomaten in der Friedrichstadt wieder nach Deutschland rüber. Die weißen Statuen. 4 Stück. Mit kleiner Hafenrundfahrt. Und dann kommt hier auch gleich CP Nummer 4, wieder eine Tankstelle. Haben also nun 11:30 bei Kilometer 342 in Esbjerg. Wieder eine Cycle-Tankstelle und mit Leuten. Also Kontrolle Nummer 4. Der 4. Checkpoint. Should I ride where? Ist okay. It's okay. Es ist okay. Thank you. Cross? Bye. Ja, eigentlich sollten wir mal einen Stempel uns geben lassen, aber die ersten beiden Kontrollen hatten keinen Stempel. Also dann immer unterschreiben lassen. Ja, die haben schon ziemlich geile Räder. Wir machen noch ein bisschen Pause. Der nächste Schlag ist sehr lang. Ich glaube 170 Kilometer. Bis nach Friedrichsort zum Pizzaautomaten. So, relativ kurzer Halt. Es geht weiter. Start zu Etappe 5. Jetzt aber Mörder-Schlangenschlag. So. Und bei mir gibt es jetzt Kartoffeln. Ich habe also alles voll mit Kartoffeln gefüllt, die Food Pouches. Die funktionieren bei mir immer. Hoffe ich zumindest. Und so geht es eine Weile erstmal entlang der schnellen Straße auf den Radwegen, bis es dann wieder auf die kleineren Nebenwege geht. Bleiben wir doch erstmal eine Zeit lang in unserer kleinen Vierergruppe. So, mal was Warmes im Bauch, ein Kakao. Hat richtig gut getan hier in der Innenstadt von Ribe. Und nun geht's nach Tönna an die deutsche Küste, an die deutsche Grenze zurück. 60 Kilometer haben wir dafür.
Ja, der wird aufwendig repariert. Pflaster den Mantel rein. Und so läuft das hier in Schleswig-Holstein. Also Carsten hier, der Standortleiter von der ASH. Und hat heute einer wieder eine E-Pumpe mit? Nö, ne? Ehrlich? Geil. Der repariert einem dann noch den Reifen. So, scheinbar hat das nicht geholfen. Sind da so ein Stück gefahren und dann, ja, mussten sie wieder anhalten. Wir sind dann erstmal zu zweit weitergefahren. ...20 Kilometer vor Tönner. Viertel vor 5 bei Kilometer 430. Ja. So, bin jetzt in Tönner. Eben waren wir noch zusammen. Dann glaube ich, war wieder ein Defekt. Jetzt ist die Hälfte weg. Und 3 andere haben jetzt hier sich verabschiedet, die schlafen jetzt hier. Einer mit Hotel und 2 mit Shelter. Ich werde ein bisschen was essen und dann weiter nach Friedrichstadt. Gucken, ob die noch kommen, sonst fahre ich das alles allein. Und der Wind geht jetzt auch ein bisschen wieder nach vorne, weil es jetzt zur Nordsee rüber geht. Ja. Mal gucken, es gibt Lachs gibt es bei mir jetzt. Und vielleicht noch eine Reisrolle. Also 2 Stücke Lachs habe ich noch. Und Reis. Die kann ich dann essen. Und nach einer kleinen Pause ging es weiter Richtung Grenze. Zurück in Deutschland. In Nordfriesland. So spät am Abend kommt dann doch echt noch die Sonne raus. Und schöne, tupfige Wolken. Haben nun 17 Uhr bei Kilometer 440. Und da lockte mich so eine schöne alte Bushaltestelle an einer ruhigen Straße. Ich dachte, ich mache mal eine kleine Rast. Ja.
Die haben mich ja irgendwie alle angesteckt mit ihrem Schlaf. Ja? Vielleicht mache ich das auch mal. Einfach mal ein bisschen hinlegen. Hier auf das Teil. Jetzt ist ja noch warm. Ja, ich probiere das mal. Also müde bin ich zwar kein Furz, aber vielleicht ist das nicht schlecht, wenn ich mal eine halbe Stunde oder so ein bisschen schlafe, also ein bisschen döse hier. Ende Teil 3. Schönen Dank fürs Zuschauen.